Lärm macht krank. Auch der doch so sauberen Windräder. Bei denen hat man gehofft, dass der Boden etwas von ihrem Lärm schluckt. Macht er aber nicht. Und so muss das Land jetzt alle Windräder unter die Lupe nehmen. Das kann die zuständige Umweltministerin aber gar nicht gebrauchen, denn so kommt sie bei der Energiewende nicht vorwärts. Aber die Leute, denen es zu laut ist, die kann sie eben auch nicht übergehen. So laut sind sie, wenn man sehr nahe dran ist. 7 hohe Windräder stehen auf der Mardorfer Kuppe bei Amöneburg. Der Windpark wird wohl zu den ersten gehören, die neu geprüft werden. Einige Anlagen nämlich könnten lauter sein, als aktuelle Schallschutzstandards vorgeben. Er will es nicht mehr hören, sagt der Anwohner Thorsten Fuhrmann. Auch wenn die Windräder 2 Kilometer entfernt seien, an das rhythmische Geräusch, das vor allem nachts immer stärker werde, könne man sich nicht gewöhnen. Fast jede Nacht wache er davon auf. Da haben sie immer. Ganz schlimm ist es im Winter, wenn an den Bäumen keine Blätter sind und der Schall kann richtig durchdringen. Also dann ist es richtig laut und das Geräusch penetrant. Dass die Landesregierung jetzt reagiert, wertet die Bürgerinitiative Es reicht als Erfolg ihres Kampfes. 2 Jahre lang sei man vom Regierungspräsidium Gießen mit Eingaben nicht ernst genommen worden, sagt Annette Schick. Als sich 4 Anwohner per Anwaltsbrief an das Umweltministerium mehrmals beschwerten, reagierte man plötzlich schnell. Hoffnungen bei der BI. Man kann dann erreichen, dass vielleicht die jetzigen Windräder bei bestimmten Windstärken auch gedrosselt werden. Also hauptsächlich nachts ist es sehr schwierig für einige auch zu schlafen mit offenen Fenstern, weil man hört es dann schon sehr laut. Dass es dann wenigstens zu einer Nachtabschaltung, das wäre unsere große Hoffnung, kommen würde. Laut Umweltministerium sollen nun alle Windräder in Hessen auf die Schallausbreitung hin überprüft werden. Der Hintergrund? Neue Regeln, die eine Bund-Länder-Kommission erarbeitet hat. Denn es gab Zweifel an bisherigen Lärmprognosen für Genehmigungen. Bisher wurde bei Lärmberechnungen angenommen, dass der Boden am Standort Windradgeräusche um bis zu 5 Dezibel dämpft. Doch das ist offenbar falsch, zumindest bei bergigem Gebiet, so Experten. Für die oppositionelle FDP ein grober Schnitzer der Behörden. Die Umweltministerin hätte längst agieren müssen. Die Bundesvorgabe gäbe es schon seit November 2017. Die Liberalen fordern: Anlagen, die keine ordnungsgemäße Genehmigung haben und die gesundheitsgefährdend für die Bürger sind, da wird man natürlich im Einzelfall hinschauen müssen, die müssen stillgelegt werden. Vor der Kamera wollte die grüne Umweltministerin heute nicht Stellung nehmen. Sie ließ die Hessenschau auf Anfrage wissen: Sollte festgestellt werden, dass zulässige Emissionswerte überschritten werden, reicht es in der Regel aus, in der Nachtzeit zwischen 22 bis 6 Uhr die Anlagen leistungs- und schallreduziert zu betreiben. Eine Abschaltung der Anlagen ist in der Regel nicht erforderlich. Insgesamt müssen über 1000 Windräder überprüft werden. Man gehe davon aus, so die Ministerin, dass nur ein kleiner Teil der Windräder künftig in ihrem Nachtbetrieb eingeschränkt werden müssten. Thorsten Fuhrmann aus Erfurtshausen hofft, dass damit auch der Windpark vor seiner Haustür gemeint ist. Eine komplette Abschaltung in der Nacht wäre ihm am liebsten.